Weil dieses innere Kind, das innere Mädchen, kleine Mädchen, was die ganze Zeit auf der Suche ist nach diesem Vater, der sie doch bitte anerkennt, den Partner, den man sich sucht, dass man auf eine unbewusste Art und Weise quasi den Vater wählt. Und wenn man jetzt einen Bilderbuchvater hatte, so wie es sich jedes Mädchen wünscht, dann ist das ja alles gar kein Problem, ist alles gut. Wenn man jetzt aber einen Vater hat, ja, der entweder gar nicht da war, also physisch, aber auch emotional, das ist beides nicht gut. Also ich möchte jetzt nicht sagen, das eine ist besser, das andere ist schlimmer. Das ist beides nicht so toll. Genau, dann kann das natürlich mit der Zeit zu Schwierigkeiten führen, im Sinne von, dass man eine nicht so gute Wahl trifft mit dem Partner. Ich habe das schon in mehreren Beziehungen festgestellt, dass es dann schon so war, dass ich gedacht habe, boah, das hat aber echt, das ist schon wie mein Vater. Oder ich habe natürlich auch viele Teile von mir selbst gespiegelt bekommen. Keine Ahnung, ich habe das damals nicht so wirklich begriffen. Und dann war es in meiner Ehe, Ex-Ehe, ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt, naja, gab es einen Schlüsselmoment, der war für mich so ausschlaggebend, weil, also ich meine, die Beziehung war oder die Ehe war zu Ende, bevor sie überhaupt angefangen hat. Und also er hat mich, ich wusste es so sehr, es gibt überhaupt nicht einen Grund, mit dieser Person zusammen zu bleiben, diese Ehe fortzuführen. Weil, also es wirklich, da mache ich nochmal ein separates Video zu, aber er hat mich behandelt wie den letzten Dreck. Und das ist eine andere Sache, ne? Das ist ja eher so sein Teil. Aber das Problem oder das Schlimme daran ist, dass ich mich ja habe so behandeln lassen. Und warum habe ich mich so behandeln lassen? Weil irgendwann habe ich mich wirklich intensiv damit beschäftigt und auseinandergesetzt, weil ich wusste, das wird sich in meinem Leben so lange wiederholen, bis ich das mal final begriffen habe und damit aufhöre, immer quasi mir Partner zu suchen, die sind wie mein Vater und so weiter. Oder die Eigenschaften meines Vaters haben, so möchte ich es mal sagen. Und ich habe dann gedacht, okay, dieser Mensch, dem ist völlig egal, ob ich existiere oder nicht, was ich mache. Er behandelt mich so, wie man jemanden behandelt, den man überhaupt nicht mag. Und warum lasse ich das mit mir machen? Warum? Dann kam ich an einen Punkt, wo ich verstanden habe, dass ich so sehr um seine Anerkennung kämpfe. Ich war wirklich bereit, ich habe alles getan, dass er mich doch bitte einfach nur sieht, dass ich doch, wie liebenswert ich bin. Bitte sieh das doch. Und ich war bereit, das alles zu ertragen, was ich ertragen habe, damit er mir diese Anerkennung gibt, dass er mich überhaupt sieht und zur Kenntnis nimmt. Und dann war mir klar, aha, es ist nicht die erwachsene Frau, die diese Beziehung führt oder diese Beziehung aufgebaut hat, sondern das ist dieses innere Kind, dieses innere, ja, kleine Mädchen, was die ganze Zeit ihren Vater sucht und versucht, diese Anerkennung zu bekommen. Und also ich werde das nie vergessen, es war für mich voll die Erleuchtung, weil ich dann verstanden habe, was eigentlich das Problem die ganze Zeit war. Und vor allem, ich muss dazu auch sagen, dass ich ja meinen Vater, also mein Vater war physisch immer da, aber er war halt emotional überhaupt nicht verfügbar. Ja, physisch war er mal da, mal nicht, ist auch egal. So, aber auf jeden Fall, ich tendiere auch immer wirklich mir solche Männer dann zu suchen, die jetzt auch nicht so richtig da sind, nur so halb. Und dadurch, dass ich quasi diesen Groll mit mir getragen habe die ganze Zeit, dass ich ja, also mir war das nicht wirklich bewusst, ne? Aber dass ich diesen Vater ja nie habe oder dass ich diesen Vater nicht so gehabt habe, wie ich ihn mir gewünscht habe,
habe ich ihn abgelehnt und habe ein nicht so tolles Verhältnis zu ihm gepflegt, was ja nicht richtig ist. Weil der Punkt ist, er mag ja sein, wie er ist, aber ich weiß zu 1000% und ich würde sagen, dass ich für den größten Teil aller Eltern spreche, dass sie natürlich alle auch Sachen falsch gemacht haben, die sie dann im Nachhinein bereuen, nicht bereuen, anerkennen, wie auch immer. Aber ich bin mir sehr sicher, dass jeder Elternteil in dem Moment immer sein absolut Bestes gibt und in der Art und Weise, wie er es in der Lage ist, sein Kind zu lieben, es auch liebt. Also es ist ja auch nicht für alle Menschen einfach, irgendwie Liebe zu zeigen, Liebe zu transportieren, auszusprechen, wie auch immer. Und das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen, mit Kultur, mit Erziehung, also keine Ahnung, wie man halt auch selbst Liebe bekommen hat oder eben nicht. Von daher, das dann so von jemandem zu erwarten, ohne zu wissen, was er wirklich durchgemacht hat, ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine, man sieht das ja an sich, wie schwierig das ist. Und deswegen, ich bin mir sicher, dass da auch er sein Bestes gegeben hat, wie er es irgendwie konnte, oder in dem Rahmen, in dem er es konnte. Aber genau, ich habe es mir natürlich anders gewünscht und da habe unbewusst diesen Groll quasi da irgendwie mitgetragen und ihn die ganze Zeit abgelehnt, obwohl ich ihn ja habe, also der Vater, wie auch immer er dann da war, er war da. Und meine Aufgabe ist es, also ich meine, was bringt es jetzt, wenn ich da sitze und sage, oh Gott, das war so schlimm und die ganze Kindheit und überhaupt. Ja, da waren vielleicht ein paar Momente, die 3, 4, 5 Momente, die nicht so toll waren. Aber es bringt ja jetzt nichts, daran ewig festzuhalten und das irgendwie wie eine Vitrine, immer diesen Staub abzuwischen, zu gucken, ja, damals und so. Ja gut, was mache ich jetzt da draus? Ne? Und meine Aufgabe ist es, oder war es dann, diesen Vater so anzunehmen und so zu akzeptieren, dass löst ja in meinem Inneren was ganz, also es verändert alles, weil dieses innere Kind, das innere Mädchen, kleine Mädchen, was die ganze Zeit auf der Suche ist nach diesem Vater, der sie doch bitte anerkennt, hat einen Vater. Und wenn ich das integriere und das verstehe, dann ändert sich das natürlich, weil ich dann nicht mehr die Anerkennung oder weil ich dann nicht mehr bereit bin, alles Mögliche zu ertragen, um die Anerkennung meines Partners zu bekommen, weil es auch weil es dann eine Beziehung ist auf einer Erwachsenenebene und nicht mehr um diese ungeheilten inneren Teile zu heilen, weil das ist auch nicht die Aufgabe einer Beziehung. Ich weiß noch, als ich meine finale Präsentation meiner Abschlussarbeit an der Uni hatte, und das war natürlich für mich ein ganz großer Moment. Ich habe da voll lange drauf hingearbeitet und so weiter. Und dann wollte ich unbedingt diese Präsentation meiner Familie einmal zeigen. Ich meine, das versteht kein Mensch, weil ich meine, ich habe mich ein halbes Jahr damit beschäftigt, bin vor dem Thema. Für alle anderen ist es irgendwie eine totale Fremdsprache, voll langweilig auch, kann ich auch voll verstehen. Und ja, also dann habe ich gesagt, ja, ich möchte euch das einmal zeigen, hier und da meine Präsentation und alles und wie ich das spreche. Man ist natürlich auch aufgeregt, ne? Und ich muss natürlich dazu auch sagen, mein Vater hat ja auch eine sprachliche Barriere, aber nichtsdestotrotz, also für meine Mutter war es jetzt auch nicht so super einfach, das alles zu verstehen. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann diese Präsentation angefangen zu halten und dann war es so, dass, also mal abgesehen davon hat er die ganze Zeit das Handy parallel laufen gehabt und irgendwas da geguckt und dann ist er nach, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Minuten aufgestanden und ist dann einfach weggegangen. Und ich weiß, ich war so traurig in dem Moment. Ich habe es mir natürlich nicht anmerken lassen. Und ich meine, der Rest meiner Familie, für die war das auch nicht spannend, aber die haben wenigstens sozusagen den Respekt mir gegenüber erbracht und sich das dann zu Ende angeguckt. Ich meine, wie lange ging das? 15, 20 Minuten oder was? Und haben sich das dann reingezogen und dann gesagt, oh, ganz toll und fertig. Ich meine, das ist ja das, was ich gebraucht habe. Aber von meinem Vater habe ich das... Und also da war ich so ein bisschen traurig und ich war... das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Aber genau, als ich dann diesen Schlüsselmoment hatte in meiner Ehe, wo ich das verstanden habe, was eigentlich so das Problem ist, ja, heute, ich bin wirklich da nicht böse. Es ist schade, man wünscht sich das ein bisschen anders, aber es ist, wie es ist und ich habe diesen Vater und er gibt in seinem Rahmen des Möglichen
das Beste, was er kann und zeigt mir seine Liebe eben auf eine andere Art und Weise, wie, ja, es ist eine andere Sprache der Liebe. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist, ich muss damit halt, also keine Ahnung, ich könnte, weiß ich nicht, einen Nobelpreis gewinnen und er wird sich dann die Arbeit dazu nicht durchlesen. Es ist völlig egal, ich werde von ihm diese Anerkennung nicht bekommen, egal was ich tue. Und übrigens war das auch immer so ein Punkt, warum ich immer also wirklich dieses geisteskranke Streben danach hatte, es allen und mir zu beweisen. Ich wollte es ihm beweisen, ich wollte seine Anerkennung. Habe ich die Ausbildung, das, 1000 Sachen gemacht. Und er ist auch immer ganz stolz überall unterwegs gewesen. Ja, hier meine Tochter und hier und da. Aber ich als Kind, der hat sich nicht hingesetzt und gesagt hat, oh, ich bin so stolz auf dich. Nein, und das wird er auch nicht. Also er ist es. Aber meine Aufgabe ist das, anzuerkennen, dass er es nicht aussprechen wird, dass er aber trotzdem mich ja liebt und mich anerkennt, aber nicht auf diese Art und Weise, wie ich es gerne hätte.